Lucas and Hebel stands for Environmentally Friendly Building Technology and Energy-Saving Heating Systems. As a member of the Technology for Generations Association, they contribute to sustainability and promote innovation. For more than 20 years, they have been contributing to a greener future with their combustion-optimized heating systems, which include pellet heating. From consulting and conceptual design of the heating solution to installation and maintenance, this is all part of Lucas and Hebel's day-to-day business. More than 450 pellet heating systems have already been successfully installed. Als in Tschernobyl 1986, glaube ich, war es, das Kernkraftwerk explodiert ist, hat der Alfred Ritter keine Nüsse mehr bekommen für seine Nussschokolade. Und diese Situation hat ihn dann veranlasst, die Firma Paradigma zu gründen. Er hat zum Zeitpunkt dessen neu gebaut und er hat sich dann zum Ziel gesetzt, sein Gebäude CO2-neutral zu beheizen. Und so wurde ich als Stefan Lucas angezündet von dem Alfred Ritter oder auch von dem Klaus Tafel als Person, und nur wer selbst brennt, kann andere Menschen entzünden. Und somit ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke in mir geboren worden. Mit was man Wasser warm macht, also der Kessel, mit welchem Brennstoff das Wasser warm macht, spielt letztendlich für den Endkunden überhaupt keine Rolle. Ob ich heute mit Holzpellets im Keller den Kessel betreibe, das ist ein Feuer, das hat 1000 Grad. Ob ich eine Ölflamme habe, der hat 1000 Grad. Habe ich eine Gasflamme, die hat 1000 Grad. Alle drei Systeme haben nur eines im Sinn: dem Endkunden im Wohnzimmer, in der Küche Wärme zu spenden oder warmes Wasser zu erzeugen, dass man duschen kann. Ja? Öl brauchen wir für Produktionsprozesse zu machen. Wir brauchen Tabletten, also Pharmaindustrie. Ganz egal, Mobilität. Alles dafür ist Öl entscheidend und wichtig. Ja? Und einfach nur für den Hintern warm zu machen, ist es einfach zu kostbar und zu schade. Die Firma Schellinger KG in Weingarten. Das ist also auch Richtung Bodensee. Ja? Und dort werden die Pellets ausschließlich aus Sägeresthölzern verwandt. Also es werden keine Bäume zusätzlich gefällt und zu Holzpellets verarbeitet, sondern eher, ich sage jetzt mal, Sägeresthölzer, beziehungsweise dann auch von Sturmschäden. Neutralen Brennstoff, was Holz von Hause aus ist, durch diese 100-jährige Wachstumsphase oder 30 Jahre, eine Pappel braucht 30 Jahre, eine Buche, Eiche vielleicht 100, 120 Jahre, dann sind sie für die Menschen nicht mehr nutzbar. Sie fallen um. Wenn sie dann beim Verrottprozess setzen sie genauso viel CO2 frei als beim Verbrennvorgang. Und genau das ist die Inspiration. Also kann ich doch Holz in einem gewissen Maß pelletieren und dann zu Heizzwecken benutzen, wobei man Öl und Gas als fossile Träger letztendlich für viel, viel wichtigere Dinge im Leben benötigt. Dass wir für den Austausch einer Ölheizung 45% Zuschuss bekommen, wenn wir eine Pelletheizung einbauen, also die Nachhaltigkeit, hat sich 2020 bei unserem Jahresumsatz so drastisch dargestellt, dass wir das beste Betriebsergebnis eingefahren hat. Und davon 80% Holzpelletsanlagen. In den vorangegangenen Jahren, wo die Förderung nicht so hoch war, waren das irgendwo zwischen 40 und 50% unseres Umsatzes. Also, der Deutsche ist klar strukturiert. Wenn man was bekommt, mache ich was, bekomme ich nichts, für wen soll ich was machen? Wir haben uns sehr, sehr viel blutige Nasen und Augen geholt,
als bei den ersten Anlagen, wo wir letztendlich die Holzpelletskessel installiert haben. Die Lagersituation war immer eine große Angriffsfläche für uns, weil dann letztendlich auch Störungen erzeugt wurden, ja? Wo die Leute kalt saßen, kein Warmwasser hatten und so weiter. Alles getrotzt und immer stur auf der Schiene geblieben und es zahlt sich aus. Siehe Elektromobilität, Auto. Es müssen irgendwelche Menschen geben, die als erstes das Elektromobil kaufen und dann auch den Ingenieuren sagen, das ist falsch und das ist falsch, das geht nicht. Wir sind genau in der Mitte. Industrie fertigt die Anlagen, der Endkunde möchte warm und warmes Wasser und wir sind diejenigen, die genau in der Mitte stehen und diese Prozesse dann anschieben. Ja, Fakt ist doch eins, klar und deutlich, dass wenn ich eine CO2-neutrale Verbrennung habe, tragen wir mit dieser CO2-neutralen Verbrennung nicht wesentlich zum Klimaeffekt bei, also zum Treibhausgaseffekt. Sobald wie ich fossile Träger verbrenne, ob Öl oder Gas, betreibe ich dieses Spiel mit. Wenn ein Haus CO2-neutral geheizt wird, ist das ein Mehrwert für das Haus, ein Mehrwert für die Menschen, die das Haus bewohnen. Und ich kann einfach immer wieder nur sagen, wer selbst brennt, kann andere entzünden. Also ich brenne von Beginn an und habe noch nie irgendwo gemerkt, dass es irgendwas anderes ist, ob ich im Wohnzimmer sitze und die Fußbodenheizung bei mir zu Hause mit Öl oder mit Holzpellets mein Raum warm macht. Dieses Thema hatten wir jetzt noch gar nicht gestreift, sind ja auch soziale Aspekte. Wer wird auf der Welt ausgebeutet und warum ist der Nahe Osten so ein Pulverfass mit Kriege? Warum hat der Amerikaner immer letztendlich die Situation, dass er irgendwo als Schutzpolizei durch die Welt fährt und die Ölfelder beschützt? Weil wir als Westeuropa die Wirtschaft mit Öl am Leben erhalten. Unser Reichtum, unser Wohlergehen kaufen wir uns mit Öl. Afrika, oder es gibt Länder, wo Armut relativ deutlich, die haben keinen Zugang zum Öl. Also da hat es auch noch soziale oder wirtschaftliche Aspekte.